Heute nehmen wir euch auf eine Reise mit nach Afrika, Mexiko, China und ganz viele andere Sachen. Und es wird mal Zeit für ein bisschen Kurzurlaub mit all diesen Destinationen im einen. Dafür übernachten wir übrigens im Erlebnishotel Matamba. Und ihr wisst, wo wir sind, im Phantasialand. Und wir nehmen euch heute mit durch diese ganzen Themenwelten und 2 Tage Abenteuer, Entertainment und Kulinarik. Und das alles in einer Komplett-Experience im Phantasialand mit Erlebnishotel Matamba, was einfach direkt mitten im Park ist und wir mitten im Herzen von Afrika übernachten. Bevor wir das machen, gehen wir jetzt einmal rein, checken ein und dann geht's hier richtig ab. So, der Check-in war schon mal richtig gut. Sehr tolles Onboarding, hat wunderbar funktioniert. Sogar das Buchen im Vorfeld ist voll gut, mit allen Sachen, die man vorher eingeben muss oder alles, was vorher beachtet werden muss. Das hat wunderbar funktioniert. Frühstückszeit ist geklärt, Abendessenzeit ist geklärt und die Tickets für das Phantasialand bekommt man auch direkt hier beim Check-in. Hier ist eine Hotelbar, da kümmern wir uns später drum. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Abenteuer erleben. Phantasialand-Eingang hier lang und ja, direkt aus der Hotelbar raus geht's hier nach Deep in Africa, die erste Themenwelt, die zum Hotel, zum Erlebnishotel passend ist hier. Sind wir irgendwie nicht ganz aus dem Themenhotel raus, schon stehst du halb in einer Achterbahn. Aber für uns gibt es sogar was Neues hier im Phantasialand und da müssen wir die Themenwelt einmal switchen und gehen von Deep in Africa nach Berlin. Da hat sich nämlich auch was getan und es gibt noch mehr Mäuse zu erleben für alle Mousse-Chocolat-Fans unter euch und wir gucken uns das Ganze jetzt mal kurz zusammen an und ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Für uns übrigens jetzt nicht auf den Neptun-Wellenflieger, der sehr schön aussieht, sondern im Residenztheater zu den 3 Mausgetieren, das neue 4D-Abenteuer hier im Phantasialand. Ey, mir fällt ja schon, das war ja mausgezeichnet gut, ey. Also mausgerechnet, das ist die Neuheit. Wie viele Wortspiele fallen Ihnen noch ein? Aber wir sind ja hier in der Themenwelt Berlin. Das ist so Berlin der 20er Jahre, Art Deko-Tapete, richtig stark gestalteter Wartebereich, tolle Lampen, Bilder. Damit geht es jetzt schon los. Und dann kommen wir in dieses 4D-Kino rein und denkst dir so, wow, was ist denn hier passiert, wenn man die Räumlichkeiten vielleicht von früher noch kennt. Und die 3 Mausgetiere sind quasi 3 Menschenkinder, die in Berlin unterwegs sind und in Mausville landen und in Mäuse verwandelt werden. Und natürlich sind die Gegenspieler der Mäuse Ratten. Und die Ratten wollen die Glück und Spaß rauben, damit das keiner mehr hat. Und das Ganze muss natürlich wieder zurückgebracht werden auf sehr humoristische Art und Weise. Super kindgerecht, familienfreundlich, trotzdem entertaining. Ich habe selten in 3D-Filmen Leute, also schon lange nicht mehr Leute gesehen, vor allem auch Erwachsene, die nach den Objekten, die 3D sind, greifen. Und ein 4D-Kino ist ja ein 3D-Film mit Sachen, die wirklich passieren, auf Motion Seats und mit Effekten. Und natürlich gibt es so die klassischen Effekte, die man für 4D-Kinos braucht, aber höchst modern und wirklich so gut eingesetzt. Und auch der Film, wie
rattenscharf kann denn ein 3D-Film inzwischen sein, mit sehr schönen 3D-Effekten. Also es war zu erwarten, dass das gut wird, aber es ist mausgezeichnet gut geworden und lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen und hat sehr viel Spaß gemacht, total süß. Und es gab am Ende von dem halben Saal Applaus, als der Film dann durch war. Das heißt, emotional wurden die Leute auch abgeholt. Ich rede ja die ganze Zeit von wir. Wir sind Ride Review, Bro und Uschi, Judith und Dennis, wie auch immer. Und kein Besuch im Phantasialand ohne die Leckereien von Anni Himmelreich, das Eiscafé, was hier mitten in Berlin ist. Das ist so wirklich unglaublich gut, das Eis. Und schon mir sehr selten Eis, aber das hier, ja, wie das hier wieder aussieht, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das komplett Next Level ist, oder? Es ist unglaublich immersiv, das hier im Phantasialand ist. Mexiko, wir kommen aus Berlin, hier ist auch Mexiko und obwohl sich da Mystery hinter versteckt und man das auch ein bisschen anders kennt, aber wenn wir schon beim Thema Mexiko sind, machen wir jetzt Chiapas, die Wasserbahn. Wir haben ja das Glück, dass wir hier im Erlebnishotel übernachten und wir wollen jetzt mal nass werden und fangen jetzt mit Chiapas an, die Wasserbahn, die sich hier im mexikanischen Themenbereich befindet und allein für den Soundtrack und die Partyhöhle lohnt sich die Fahrt auf dieser Wildwasserbahn, die einfach mal die steilste Abfahrt ihrer Art hat. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Einmal hier durch Mexiko. Man ist auch einfach direkt in Mexiko und ich liebe die Musik hier einfach. Das ist so eine coole Stimmung. Chiapas, die Wasserbahn. Leute, was ein Masterpiece und wie groß einfach und wie lang man unterwegs ist. Sehr nass. Was ich nicht mag, ist, wenn die Füße immer so viel abbekommen, aber das ist heute nicht schlimm. Und ja, so viele Ebenen, so verworren, so viele Abfahrten, Soundtrack, Thematisierung, alles, das ist echt krass. Dieser Gang hier ist übrigens auch neu und so kommt ja direkt mal wieder eine Etage höher hier im Phantasialand. Wir schauen mal, vielleicht machen wir dann auch noch River Quest direkt, wenn wir schon so nass sind. Dafür wechseln wir aber dann die Themenwelt und nach Berlin, also eigentlich nach Deep in Africa, wo wir angefangen haben. Berlin, Mexiko, geht es jetzt nach Mystery. Er meint, dass ich jetzt ins Wasser gefallen bin, so wie ich aussehe. Wir haben gerade Rafting Roulette gespielt und bei River Quest hast du ja ein Rundboot und alle sitzen im Kreis. Schadenfreude ist ein großer Bestandteil der Fahrt und ja, ein weltweit einmaliges Rafting.
was halt mit mit einem Vertikallift geht's nach oben und dann fährt man durch Schloss-Burg-Ruinen, die geflutet sind und wirklich geflutet. Also es wird auf jeden Fall gelacht. Du bist sofort connected mit Fremden, wenn du mit denen im Boot sitzt, kannst aber mit bis zu 9 Leuten zusammen im Boot sitzen. Und wir hatten auch, man kann es nicht glauben, ich bin natürlich wieder mit am nassesten geworden. Der Dude gegenüber von mir hat sich gefühlt einmal in den Wasserfall gestellt, aber direkt daneben das Mädel ist hier trocken rausgegangen mit ein bisschen Spritzwasser. Also alles kann dabei sein. Ist schon crazy. Und die Leute haben auch Bock, stehen alle drin und wollen jetzt auch eine Runde River Quest fahren, hier im Mystery-Bereich. Wir dafür machen uns jetzt eben auf den Weg. Wir wissen nämlich schon, dass das Zimmer fertig ist und checken erstmal, also eingecheckt sind wir schon, aber gehen erstmal ins Zimmer und ziehen uns jetzt um, damit wir trockenen Fußes weiter durchs Phantasialand flanieren können. Deep in Africa ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und wir sind schon da. Die Wege sind kurz und die Erlebnishotels sind direkt im Phantasialand integriert. Wir gucken uns alle ein bisschen heute auch an in diesem Video. Aber gehen jetzt wieder ins Matamba. 4-Sterne-Hotel, mitten im Phantasialand, mitten in der Themenwelt, komplett immersiv eingebaut. Hier fährt die Achterbahn, da geht's wieder rein. Und ja, das machen wir jetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt aufs Zimmer. Ihr hoffentlich auch. Und das sehen wir jetzt. Das ist unser Zimmer. Unglaublich krass. Also das Thema ist stark, aber das Zimmer ist vom Schnitt mal ganz anders. Wir sind so viel unterwegs, wir sind so viel in verschiedenen Hotels, aber so einen Schnitt hast du kaum bis gar nicht. Und ich finde es auch wichtig, wir hatten jetzt vor allem die letzten Wochen so viel Action, dass wenn man so ein bisschen Kurzurlaub macht, dass man aus dem Park auch zwischendurch mal raus, die Ruhe, kurz, bevor es wieder ins Abenteuer reingeht. Nicht nur, um sich mal umzuziehen, sondern einfach nur mal kurz runterzufahren. Und kommt mal bitte hier in den Hauptbereich dieses Zimmers. Wie gemütlich kann das bitte sein? Und wir sind natürlich in einem Themenhotel und so muss das dann auch aussehen. Für mich ist ein Themenhotel nicht ein Themenhotel nur, weil ein Bild an der Wand hängt, sondern das ganze Konzept ist hier durchgezogen mit wirklich tollen, schönen Lampen, mit einer Tagesdecke, die passend ist und einfach dieser Empfang hier mit einer Obstschale, die hier auch direkt bereit steht, wo man sich hier auch dann mal lang machen kann. Du hast sämtliche Informationen noch, die du brauchst, um dein Erlebnis noch abenteuerreicher, individueller und immersiver zu machen im Phantasialand. Und es ist halt ein Erlebnisresort. Was ich jetzt gerade schlecht zeigen kann, weil das mit dem Licht gerade ein bisschen blöd ist für die Kamera, der unfassbar starke Parkblick und wir haben eine richtig tolle Terrasse. Aber den Blick von hier aus diesem Zimmer auf den Park, den gebe ich euch jetzt schon. Deswegen macht man doch ein Erlebnishotel im Phantasialand. Und wenn ihr den Ausblick haben wollt, müsst ihr im Matamba euch ein Zimmer buchen. Und wenn ihr genau das hier haben wollt mit dieser unfassbar großen und coolen Eckterrasse 1401, kann man, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, auch separat nochmal auswählen. Und ja, du hast hier einen Blick einmal über das komplette Hotel.
komplett über Deep in Africa und einen sehr, sehr großen Teil vom Phantasialand. Es gibt aber auch neben diesem eher abenteuerlichen Erlebnishotel hier im Phantasialand die Möglichkeit, im Hotel Lingbao unterzukommen. Das ist so ein bisschen mehr Wellness, noch mehr Entspannung, damit ihr so ein bisschen noch mehr wirklich abschaltet und wirklich dieses vom Alltag abschalten. Und du bist halt einfach in einer anderen Welt und vergisst, dass du in Brühl bist, sondern du bist im Phantasialand oder du bist wie jetzt hier in Afrika mit den Sounds und der Musik und Black Mamba, die sich hier durchschlängelt, haben wir gerade drüber gesprochen. In Deutschland gibt es keinen weiteren Inverted Coaster dieser Art und in Europa sind die auch gar nicht so häufig vertreten und so immersiv eingebettet wie hier gibt es das eigentlich gar nicht irgendwo anders. Und wir sind schon weit über 2000 verschiedene Achterbahnen gefahren, aber sowas wie Black Mamba in die Richtung habe ich noch nicht erlebt. Und wenn man ganz genau hinguckt im Hintergrund, erkennt man zu Berlin zugehörig die Themenwelt Ruckburg und da das Hotel Charles Lindbergh, da haben wir euch auch ein Video mal mitgebracht, das verlinke ich gerne hier oben und da werdet ihr zu Aeronauten und schlaft in einer Aeronautenkabine in der Achterbahn quasi und das sind viele kleinere Zimmer, die wirklich komplett in die Achterbahn integriert sind, beziehungsweise fährt die Achterbahn eigentlich durchs Hotel, wenn man es so ganz genau nimmt. Richtig spaßig, richtig cool, ist eigentlich schon fast mein persönliches Lieblingserlebnishotels und das reicht jetzt, glaube ich, auch erstmal. Also mir eigentlich nicht, ich würde gerne den ganzen Tag hier sitzen, aber es gibt noch so viel anderes, was man hier machen kann und deswegen stürzen wir uns wieder ins Abenteuer. Wir sind wieder aus dem Matamba raus und haben uns wieder in die Abenteuer gestürzt. Und auf dem Weg durch Mexiko nach Klugheim sind wir bei Focaccia vorbeigekommen. Ich habe das eben schon, wo wir Chiapas gefahren sind, gesehen bei jemandem. Da dachte ich, das sieht aber gut aus. Da sind wir beide schwach geworden. Oh mein Gott, war das gut. Also richtig, richtig lecker. Und jetzt sind wir an meinem persönlichen Lieblingsort in Klugheim. Zwischen Achterbahn und Humpenbude. Und die Humpenbude wird auf jeden Fall heute ein bisschen ins Schwitzen gebracht, denn wir bleiben ja hier. Das ist das Schöne. Wir müssen nicht mit dem Auto nach Hause fahren. Und wenn wir uns gleich warm gemacht haben mit dem ein oder anderen Andex Fempan, das ist mein Lieblingstier, der Zapfhahn, geht's auf Taron. Und Taron ist nicht nur die Achterbahn, die hier steht, vor kurzem 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, sondern auch heute noch weltweit gesehen eine der besten Achterbahnen, die es überhaupt gibt. Ein wahnsinniger Soundtrack, der hier läuft, den ich so gut finde. Super immersive Thematisierung und eine wirklich grandiose Achterbahn mit 2 Abschüssen, extremen Beschleunigungen, tollen Richtungswechseln und es geht nicht über Kopf. Das dürfte für keinen anderen vielleicht auch noch wichtig sein. Und wenn du hier stehst und dann über den Marktplatz von Klugheim guckst, das ist wirklich einfach Wohlfühlzeit. Ich möchte auch gar nicht mehr weg. Ich möchte auch morgen gar nicht mehr nach Hause. Also der Punkt wurde erreicht, nachdem wir hier angekommen sind. Und wir haben auch in den vergangenen Tagen mit Leuten gesprochen, die sich auskennen. Auch die haben gesagt, das ist hier ein sehr schöner Ort, um zu verweilen, sich einfach eine Achterbahn anzugucken, schöne Musik zu hören. Also das ist ja auch komplett, für mich ist gerade so, ja, wir leben ja hier. Ja. Leider nein. Aber für den Moment genießen wir das und das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr wichtig und das ist sehr einfaches Abschalten von allem anderen, was man sonst so hat.
Lecco mio, wir sind Taron gefahren in der Front Row. Diese Bahn ist und bleibt auch nach 10 Jahren immer noch eine der besten Achterbahnen der Welt. So ein... Alter, da kriegst du den Ast ins Gesicht vor lauter wow. Und ja, die Bahn macht mich heute immer noch sprachlos, 10 Jahre nach Opening. Um runterzukommen, sind wir jetzt gerade noch eine der besten Familienachterbahnen der Welt gefahren und mit Abstand einen der besten Mine Trains, Colorado Adventure. Uschis absolute Lieblingsachterbahn weltweit gesehen und also unter 2000 Achterbahnen Favorite zu finden schwierig und wenn das ist, ist es doppelt krass. Also wirklich saugut. Der Park an sich macht jetzt zu und wir können einfach 3 Meter gehen, sind im Themenhotel und hier vielleicht auch noch mal, wir stehen gerade hier, Achterbahn, Adventure Trail, die ganze Themenwelt und hier übernachten wir. Wir übernachten heute in Afrika, ohne weit zu fahren. Das ist halt einfach das Coole und ich möchte hier auch nie wieder weg. Ich möchte nicht aus Klugheim weg, ich möchte nicht aus Afrika. Mann ey, ich habe Angst vor morgen, wenn wir abreisen müssen. Freue mich aber auf einen wirklich tollen Abend noch, wo wir euch das noch mitnehmen und auf einen spannenden zweiten Tag hier. Und vor allem, wenn man noch nicht hier war, ist das natürlich total toll, irgendwie über Nacht zu bleiben und genug Zeit zu haben. Aber wenn man schon hier war, sich die Zeit zu nehmen, durch diese ganzen immersiven Welten zu flanieren, sich das alles in Ruhe anzugucken und einfach mal was fahren, mal was essen, mal was trinken oder einfach nur sich das mal anzugucken, das ist so toll. Wenn Uschi aus einer Kokosnuss trinkt und mein Drink Black Mamba heißt, bedeutet das, dass ich auf dem Boden im Sand sitze, auf dem Sitzsack. Ich hoffe, das sieht nicht so schlimm aus. Wir sind in der Jafari Bar und da waren wir schon öfters. Das haben wir euch auch beim Wintertraum gezeigt, wenn wir den Abreiseverkehr mal wegfahren lassen und dann hier kurz verweilen. Und die gehört auch zu Matamba dazu. Es gibt auch eine neue Bar, die zeigen wir euch gleich. Aber es ist ja jetzt Parkschluss. Wir sind wieder im Hotel Matamba in unserem Erlebnisthemenhotel und gehen jetzt gleich mit euch zusammen zum Abendessen und zeigen euch im Zambezi das Buffet-Restaurant. Peoples. Neben einem afrikanischen Buffet gibt es eine Live-Cooking, aka Live-Grill-Station. Und um euch einmal kurz abzuholen, habe ich hier die Phantasialand Safari. Ich habe einen kleinen Zoo bestellt und er hat mich auf Safari geschickt. Richtig cooler Dude. Barramundi ist der Fisch, den es hier gibt. Wir haben dann noch den Wasserbüffel, das ist er hier. Das Zebra haben wir hier. Dann haben wir Känguru, Roastbeef und super spektakulär Hähnchen. Also es ist auf jeden Fall wild und wenn ihr hier seid, könnt ihr mal Sachen probieren, die ihr noch nie gegessen habt. Bevor ich probiert habe, kann ich zum Beispiel schon mal sagen, dass Känguru richtig gut ist. Haben wir letztes Jahr, war es glaube ich, in Australien gegessen. Isst man da auch ganz normal wie Hühnchen, Schwein, Rind bei uns.
ganz neu hier im Phantasialand. Cocktails, Aussicht entweder auf den Dschungel von Deep in Africa oder ganz außen, haben wir uns jetzt ausgesucht, auf Black Mamba, obwohl die Bahn nicht mehr fährt, im Sonnenuntergang mit richtig fancy, leckeren Cocktails. Gibt aber auch Limo und Bier. Leute, nach dem Essen, mein Gott, habe ich mir den Wams vollgehauen mit der kleinen Safari auf meinem Teller. Waren wir noch in der Bantu Bar, die ist neu und hat von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, habe ich das jetzt richtig auf dem Schirm, und immer ab 18 Uhr, ist für jeden zugänglich, nicht nur als Hotelgast, sondern jeder kann da rein. So wie mit der Safari Bar, wo wir auch vorher schon waren, da ist ja immer so unser Wintertraum, wir warten bis alle gefahren sind, wo wir noch mal uns hinsetzen. Ist hier unten die neue Bar, die Bantu Bar. Richtig cool, so, das ist komplett rund. Du kannst unten sitzen, ist Bar, Restaurant in einem, aber oben auch so eine Terrasse, komplett rund. Und da haben wir uns ein Plätzchen am Looping gesucht, habt ihr ja gesehen. Sehr schön, leckere Cocktails, lecker Bierchen, lecker Aussicht. Entweder auf den Dschungel von den... Das ist so krass. Also wirklich diese Terrasse hier, das macht mich fertig. Ich möchte hier nicht weg. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt ins Bett gehe, stehe ich morgen auf und muss hier weg. Das mag ich nicht. Und der Ausblick auch mit Ruckbock hinten, wo wir morgen noch hingehen, wie es leuchtet. Stark. Also Phantasialand, wenn ihr das Zimmer mal veräußern wollt als Eigentumswohnung, würde ich Interesse anmelden. Vielleicht müssen wir noch eine Küche einbauen, aber sonst stark, stark. Was ein Tag. Und wir wilden Abenteurer fallen jetzt einfach nur noch kaputt ins Bett.
Wunderschönen guten Morgen. Nach einem tollen Zimmer und einer Wahnsinnsaussicht sind wir beim Frühstücksbuffet. Also hier wirklich bleibt kein Wunsch offen und es ist für alle und jeden was dabei. Was ich gestern vergessen habe noch zu erzählen, es gibt ja auch ein Kinderbuffet, das gibt es auch beim Frühstücksbuffet. Das gab es gestern Abend auch beim Abendbuffet, also das auch. Wenn ihr mit der ganzen Familie unterwegs seid, auf dem Schirm habt, die Kleinen können da nicht nur ein paar vielleicht andere Sachen sich nehmen, sondern das selbst machen. In einem kleinen eigenen Räumchen mit so einem kleinen Türchen, ihren kleinen Tabletts. Und das sieht auch einfach niedlich aus. Wir frühstücken jetzt erstmal. Wir sind gestern hier in unserem Kurzurlaub angereist und er hat einfach nicht aufgehört. Der Besuch im Phantasialand hat einfach nicht aufgehört mit dem Erlebnishotel. Und man ist mitten im Phantasialand und auch jetzt haben wir uns gedacht, wir stehen auf und rennen nicht sofort los, wenn alle Fahrattraktionen aufmachen, sondern genießen noch ein bisschen den Moment. Und irgendwie je länger man das macht, desto mehr ist man einfach Teil dieser Themenwelt und gehört dazu. Und du blickst so auf das Phantasialand, was gerade erwacht. Und dann geht's hier richtig ab. Die Leute haben schon Spaß. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt wieder runter und gucken uns das dann nochmal an, was wir gestern noch nicht so gemacht haben. Da werden wir auch nicht alles schaffen, weil es so viel Tolles zu erleben und zu entdecken gibt. Aber eigentlich möchte ich hier auch gar nicht weg. Naja, wir müssen. So, da sind wir wieder Deep in Africa und hier lohnt es sich auf jeden Fall, mal die eine oder andere Abzweigung zu nehmen, denn dann gibt es solche Ecken hier zu entdecken mit Blick auf die Achterbahn Black Mamba und auch viele Spielereien. Man kann hier vieles Verschiedenes entdecken. Hier gibt es ja auch so ein paar Punkte. Das wird euch auf anderen Schildern erklärt. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Abenteuer wollt und noch viel verrücktere Blickwinkel, dann geht's auf den Adventure Trail und da gehen wir jetzt rein. Hilfe. Also, da ist doch geschummelt. Das knarzt hier. Es ist so verrückt, wie crazy man hier unterwegs ist. Und ja, mitten in der Bahn. Oh nein. Du bist ja zu schlau, ey. Schlau ist er, ne? Schlau. Wow.
Eieiei. So früh am Tag schon so aktiv gewesen. Der Adventure Trail richtig cool, sieht richtig gut aus, witzig, wie das verwinkelt ist und voll das Abenteuer, was man da erlebt, wenn man da durchklettert. Das spült uns dann quasi hier wieder raus in Berlin, also wirklich einmal quer durch Deep in Africa. Und ich habe es gestern schon mal oder im Laufe des Videos angekündigt, es gibt ja noch die Themenwelt Ruckburg in der Themenwelt Berlin und die befindet sich hier und da gehen wir jetzt rein und dann zeigen wir euch mal was richtig Verrücktes. Einfach wow, oder wenn du hier rauskommst, das ist so beeindruckend. Und Ruckburg hat halt das Erlebnishotel Charles Lindbergh mit den Aeronaut-Kapseln und durch das Hotel fährt die Achterbahn Fly und das ist der Flying Coaster hier. So weltweit einmalig, wurde so noch nicht gebaut und meiner Meinung nach, da sieht man, wie sie starten, guckt euch das an. Also von den Flying Coastern, die wir alle schon so in unserem Leben gefahren sind, mit Abstand der beste, fahrbarste. Und es gibt, glaube ich, weltweit kein anderes Erlebnishotel, das eine Achterbahn hat, die durch das Hotel durchfährt. Und hier bist du wieder komplett im Bereich und mittendrin statt nur dabei. Und deswegen fahren wir jetzt auch Fly, bevor ich weiter Wandtattoo-Sprüche schreibe. Soundtrack. Ja, so schnell wird er wahr. Der Traum vom Fliegen. Fly. Multi-Lounge Flying Coaster. Eieiei, richtig stark. Und dieses Einbetten in diese Themenwelt durchs Hotel und alles, wirklich richtig, richtig gut und richtig beeindruckend. Und so gibt es, wie gesagt, das Ganze weltweit nicht nochmal. Klingt immer so ein bisschen drüber, ist aber im Phantasialand schon gefühlt fast immer normal, dass man Sachen hier hat, die man sonst nirgendwo auf der Welt so erleben kann. Und es ist auch wirklich witzig zu sehen, wie Leute aus Fly rauskommen und alle so ein bisschen von überfordert bis komplett euphorisch unterwegs sind. Und das sind wir jetzt auch. Deswegen machen wir, glaube ich, jetzt einen kleinen Break und gucken uns noch was anderes an, was wir auch noch nicht gemacht haben im Phantasialand, was für uns auch noch neu ist. Wir haben uns jetzt einen Milchsmoothie zum Teilen geholt, direkt neben Finis Shakes and Pancakes. Ich habe Mango Mousse ausgesucht. Das hat auch Bro zugesagt, deswegen, wenn wir uns das teilen, muss man sich ja Kompromisse machen. Und ich teste. Perfekter Grad an Süße, fruchtig, erfrischend, sehr lecker. Das kann man machen. Milchsmoothie klingt ja erstmal ein bisschen unspektakulär. Ist Milchsmoothie mit Mango, aber Mangostücke, Schlagsahne, weißer Schokolade. Also das ist ja schon ein bisschen mehr los, ne? Ich bin ja nicht so ein Riesenfan von so Milchzeug, aber das ist echt gut. Lecker, ey. Voll erfrischend heute auch. Wenn du mit so einem Milchshake hier direkt am Mondsee sitzt, lädt das ja zum Verweilen ein. Und das ist
vor allem wenn du jetzt kleine Kinder dabei hast, viel entspannter. Es gibt einen neuen riesigen Wasserspielplatz, Winnie Splash. Wie gut sieht das bitte aus? So Sprayparks, Wasserspielplätze hat man ja schon mal gesehen, aber auch hier wieder super schön gestaltet, super viele verschiedene Elemente mit drin. Und was Uschi gerade noch nicht erwähnt hat, wenn ihr bei Feenies Shakes and Pancakes seid, packt, glaube ich, euer Fotoapparat ein, weil da werden Kunstwerke auf dem Tisch kredenzt, in gigantisch und pompös. Und auch das ist hier komplett neu geschaffen worden. Ich frage mich immer, wie die das hier hinkriegen. Aber auch da ist, glaube ich, hier auf der Terrasse so der Stammtisch dann für uns theoretisch, weil mit dem Blick über den Mondsee. Wir erzählen euch übrigens nicht alles, was man hier fahren kann. Das ist jetzt keine Riesenauflistung aller Attraktionen. Wir sind aber jetzt in der Themenwelt Fantasy und hier gibt es dann auch noch 3 Indoor-Achterbahnen in Summe und mehrere andere Fahrgeschäfte. Das vielleicht trotzdem mal erwähnt. Und ja, wir wandern mal weiter durchs Phantasialand. Peoples, alles was Spaß macht, geht irgendwann zu Ende, so wie dieses Video oder unser Aufenthalt hier im Phantasialand Resort. Einmal im Hintergrund noch das Hotel Lingbao, damit wir das auch noch mal gezeigt haben. Und wir sind gerade noch einiges gefahren, haben eine echt gute Zeit gehabt und man muss einfach selbst hier hinkommen. Denn diese Mischung aus immersiver Themenwelt, diese Musik, die Kulinarik und vor allem die Gerüche dabei die ganze Zeit und die Fahrattraktionen, die weltweit einmalig sind in vielen Fällen, das zusammen kann man gar nicht in ein Video packen und irgendwie vermitteln. Das muss man erlebt haben. Und das war jetzt wirklich 2 Tage komplett alles ausgeblendet. Wir waren nur hier, hatten so viele Erlebnisse, so viel, was einfach passiert ist. Und das ohne weit zu reisen. Und selbst wenn man dafür weit reisen würde. Aber einfach Quality Time, Kurzurlaub im Phantasialand Resort im Hotel Matamba. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß euch bei der Planung eures Trips hier ins Phantasialand. Weil wenn du jetzt keinen Bock drauf hast, dann weiß ich auch nicht mehr.